Ich bin Willi, aka WTH und Portfolio Manager bei Gameforge und dabei für OGame und alle anderen Browser-Games verantwortlich. Ich bin der Tom, man kennt mich auch als Felan. Ich bin Mitglied der Geschäftsleitung, bin verantwortlich für Community Management, Support, Lokalisierung, Facility, die machen den Kaffee und die HR noch. Okay. Ich bin Kai, bekannt unter dem Nicknamen Coop, bin Leiter des Customer Supports und OGame Japan Koma. Ich spiele OGame seit 2003 ungefähr und habe damals in Universum 2 angefangen. Ich habe, glaube ich, 2001 das allererste Mal so eine Excel-Tabelle beim Alex auf dem Rechner gesehen und das erste Mal gespielt mit der ersten Live-Runde. Beim Alex? Beim Alex. Lego. Ja, Alex, wo ist noch eine Liga? Ich spiele seit Anfang 2003. Damals ging es bei uns in der Schule rum. Kurz vorm Abi, großartige Zeit. Und habe in Universum 2 angefangen. Ich war vor meiner Arbeit hier schon Mitglied in unseren ehrenamtlichen Teams, bin dann auf ein Teamtreffen in Heidelberg gegangen und wurde da zur Gameforge eingeladen, um mal ein Bierchen zu trinken. Und 3 Monate später war ich hier. War ein lustiges Vorstellungsgespräch, ich erinnere mich. Ich bin seit ein bisschen mehr als 10 Jahren bei der Gameforge und ich kam dazu. Ich habe vorher schon mit dem Lego zusammen in einer anderen Firma gearbeitet, war dann für die Firma 2 Jahre lang im Ausland tätig und als ich zurückkam, gab es meinen Job nicht mehr so richtig. Und dann war ich mit dem Alex, der schon eine Weile nicht mehr dabei war, ein Bier trinken und er fragte mich, hey Tom, du siehst gerade unglücklich aus, du musst gar nicht unglücklich sein, wenn du es nicht willst, fang doch bei mir an. Und dann habe ich das gemacht. Bevor ich bei der Gameforge angefangen habe, war ich auch in OGame.de im Team. Und irgendwann habe ich mal einen Job neben dem Studium gesucht und plötzlich war ich da. Was OGame besonders macht, ist als Flottenspieler der Moment, kurz bevor man mit seiner Flotte beim Gegner einschlägt. Die letzten 1, 2 oder 3 Sekunden, wenn man nichts mehr unter Kontrolle hat und das Adrenalin durch die Adern saust und man entweder als Sieger vom Feld geht oder alles verloren hat. Ja. Gute Antwort. Die hast du mir geklaut, glaube ich, habe ich auch mal irgendwann erzählt. Was OGame aber auch noch besonders macht, ist, ich erinnere mich vor einem Dreivierteljahr, ich habe heute angefangen zu spielen und habe mich mit einem aus meinem Sektor unterhalten. Und der meinte dann, wir haben irgendwie gequatscht und ich so, hey, wie lange spielst du schon OGame? Er so, er hat gerade frisch angefangen und fragte mich, wie lange habe ich schon gespielt? Also ja, seit ein bisschen mehr als 10 Jahren. Er so, oh, ich bin erst 9. Also, OGame überwindet Grenzen ohne irgendwelche Probleme, weil OGame-Spieler sind alle gleich. Ich habe mich mit einem Typen unterhalten, der jünger ist als meine große Tochter und es gab keinerlei Barrieren. Das fand ich immer wieder faszinierend. Das Besondere bei OGame für mich ist eigentlich, dass du es zum einen wahnsinnig simpel spielen kannst. Also du kannst minern, ein bisschen rumklicken, quasi SimCity ohne Katastrophen. Und auf der anderen Seite kannst du es wahnsinnig komplex spielen. Also Flotten abfangen, Sternchen beobachten, Monde sprengen etc. braucht dann doch deutlich mehr Skill. Hast du Mina gerade einfache Spieler genannt? Die Miner sind keine echten OGame-Spieler, machen wir uns nichts vor. Mein bestes OGame-Erlebnis ist wahrscheinlich eher community-basierend. Wie Tom schon sagte, überwindet OGame Grenzen und so finden, lernen sich kennen, treffen sich und heiraten sich immer auch Mitglieder unserer Community. Und da war ich schon auf so vielen Hochzeiten und Kindstaufen zu Gast, was es ohne OGame alles nicht gegeben hätte. Bei mir war es, glaube ich, ein Backup. Ich habe am Abend vorher, 2007 muss es gewesen sein, ich war Nummer 10 in einem relativ frischen Uni, habe meine Flotte verdummbeutelt und kam am nächsten Morgen dann in die Firma, war ziemlich geknickt und dann kam irgendwie, ja scheiße, wir müssen den neuen Server wieder ein Backup aufspielen. Da war ich ziemlich glücklich. Ist tatsächlich bei mir schwer zu sagen. Also es reicht halt von den ganzen Kontakten, die man über die Jahre geknüpft hat, die auch jetzt noch da sind, bis hin zu diese besagten letzten paar Sekunden. Also ich erinnere mich an eine Nacht, wo wir bis um 4, 5 morgens gedaddelt haben, nur um eine Flotte abzufangen und irgendwie um 6 hat der Wecker wieder geklingelt und los in die Schule. Das war so, ja. Oder heute auf Arbeit. Oder heute auf Arbeit, ja.
OGame erfunden hat der Alexander Rösner, den man auch so als Lego kennt. Hat er immer noch den Planet im ersten Ding? Ja. Oder haben wir den ist noch da? Erfunden hat er das damals, der hat bei einem Internetprovider vorher gearbeitet, hat dann dort aufgehört, hat sein Informatikstudium fertig gemacht und hat unbedingt ein Hobby gebraucht. Wir haben damals schon angefangen, erste Browserspiele zu spielen. Ich glaube, das erste, das wir gespielt haben, hieß Ferion. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube nicht mehr. Es müsste irgendwie 12 Jahre alt sein jetzt inzwischen. Und dann hat er so angefangen, dran rumzuoptimieren, Dinge zu tun. Und irgendwann ein halbes Jahr später kam man, du Tom, guck mal, hier, da, neues Spiel. Man kann noch nicht fliegen, aber die Grundfunktionen gehen schon. Das ist eine schwierige und interessante Frage. Bei allen neuen Features, die wir uns überlegen, schauen wir immer, welchen Einfluss hat es auf neue Spieler, auf neue Accounts und wie beeinflusst es die alten Spieler. Was nicht immer ganz einfach ist, was wir natürlich auch im Feedback aus der Community immer wieder mitbekommen und entsprechend Änderungen an den Versionen vornehmen, wie zum Beispiel letztes Jahr bei der Einführung der Wrackfelder, wo wir sehr viel mit der Community zusammengearbeitet und ihr Feedback haben einfließen lassen. Deshalb, wir sind immer offen für neue Ideen und versuchen einfach an alle Eventualitäten zu denken. Die Reihenfolge kann man dabei noch nicht absehen. Wir haben aber bereits Grundlagenarbeit an Allianzen und am Quest-System durchgeführt. Das Quest-System sieht man in den ersten Zügen auch bereits im Tutorial. Dort ist es unter Belohnung aufgeführt. Und darüber hinaus sind Expeditionen, Allianz-Features und auch das Handelssystem immer noch interessante Punkte für uns. Allerdings muss man sagen, dass sich die Prioritäten auch immer mal verschieben, wo wir neue Ideen haben, die wir uns selbst überlegen oder aus der Community kommen und dann, was uns gerade am meisten reizt, wird umgesetzt. Früher waren größere Versionen noch immer mit einem Versionssprung verbunden, das ist heute aber nicht mehr so. Also Version 7, selbst wenn sie in der Mache wäre, würde jetzt kein großes neues Feature bedeuten müssen. Die Entlassungen waren schlimm, schmerzlich, keine Frage, aber das Hauptding war ein Umbau der Firma. Vor dem November, wo wir Leute entlassen mussten, waren wir in Produktteams aufgeteilt, wo es dedizierte Entwickler, dedizierte QAs, dedizierte alles für jedes einzelne Spiel gab. Das haben wir aufgelöst und haben alle in Pools zusammengeschmissen. So hat jetzt OGame sicherlich noch Entwickler, die hauptamtlich oder hauptsächlich OGame machen, aber wenn OGame ein größeres Feature machen müsste, dann können es mal 30, 40 Entwickler auf einmal sein, wenn es sein müsste. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, es gibt noch 5 OGame-Entwickler, 3, 4, es können zwischen 2 und 50 sein, wenn es sein muss. OGame ist auch noch weit mehr als rentabel, ist eins unserer erfolgreichsten Spiele immer noch. Dass OGame mal nicht rentabel wird, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil die Aufwände, die man betreiben muss, relativ gering sind. Wenn es irgendwann mal tatsächlich keine Spieler mehr gäbe und wir nicht mehr das Geld hätten, weiterzuentwickeln, wird sich der Alex wahrscheinlich selber wieder an den Rechner setzen und fürchterlich unlesbaren Code produzieren, aber mit OGame wird es immer weitergehen, solange es die Game gibt.